Force Feedback in der Flugsimulation ist eine dieser Technologien, die man erlebt haben muss, um zu verstehen, was einem bisher gefehlt hat. Mit einem klassischen Yoke bewegt ihr das Flugzeug. Bei einem Force Feedback Yoke hingegen bewegt auch das Flugzeug bzw. dessen Kräfte die Hardware. Und plötzlich geht's einfach nicht mehr nur darum, eine Achse nach links oder rechts zu bewegen. Ihr könnt Kräfte spüren, müsst gegen Wind arbeiten, Turbulenzen erzeugen Bewegungen. Ihr könnt Strömungsabrisse wahrnehmen und im besten Fall sogar fühlen, wenn das Flugzeug nicht sauber ausgetrimmt ist. Moser bedient mit der AY210 Base diesen Markt bereits, bringt aber jetzt mit der AY90 Force Feedback Base eine preislich günstigere Variante in einer kompakteren Form. Und obendrein packt man direkt noch ein weiteres Yoke ins Sortiment, das sogar einen eigenen Touchscreen direkt im Steuerhorn besitzt. Aber reichen 4,2 Newtonmeter wirklich aus, um ein überzeugendes Force-Feedback-Erlebnis zu erzeugen? Und ist das Display im MFY Pro ein echter Mehrwert oder am Ende nur ein Hingucker? Genau das schauen wir uns heute ausführlich an und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Die Kombination, um die es heute geht, besteht aus zwei Teilen. Die AY90 ist die eigentliche Force-Feedback-Basis. Sie erzeugt also sämtliche Kräfte und Bewegungen auf der Roll- und Pitch-Achse. Davor sitzt das MFY Pro, ein neues Multifunktions-Yoke mit zahlreichen Bedienelementen und einem integrierten 4,3 Zoll Touchscreen. Und damit verfolgt Moser hier einen ziemlich interessanten Ansatz, denn Force Feedback Yokes sind in der Regel keine kleinen, leichten Geräte, die man mal eben auf den Schreibtisch stellt. Motoren, Mechanik und ein entsprechend stabiles Gehäuse brauchen nun einmal Platz. Die AY90 soll diese Technik dagegen in ein kompakteres System bringen, das sowohl auf einem Schreibtisch als auch in einem festen Cockpit genutzt werden kann. Die Base misst 325 x 252 x 111 mm und wiegt 4,5 Kilogramm. Leicht wie ein klassisches Einsteiger-Yoke ist das natürlich noch immer nicht. Für eine motorisierte Force-Feedback-Basis sind die Abmessungen aber durchaus kompakt. Alle Außenseiten sind nicht wie bei der AY210 aus Metall, sondern aus Kunststoff. Zur Befestigung auf dem Schreibtisch liegen zwei Tischklammern dem System bei. Alternativ kann die AY90 über entsprechende Befestigungspunkte auch in ein Cockpit, ein Rig oder an Aluminiumprofilen montiert werden. Und damit richtet sich die Base nicht ausschließlich an Nutzer mit einem fest aufgebauten Simulator-Cockpit, sondern grundsätzlich auch an diejenigen, die ihre Hardware nach dem Flug wieder vom Schreibtisch entfernen möchten. Angeschlossen wird die Hardware über ein USB-B auf USB-A 2.0 Kabel mit einer Länge von 180 cm. Die Stromversorgung hat eine Gesamtlänge von 300 cm. Alle Kabel liegen bei. Außerdem finden wir auf der Rückseite 4 weitere Anschlüsse für Zusatzhardware, also beispielsweise für Rudder Pedals oder Throttle. Die AY90 dient somit auch als System-Hub, wodurch dann nur ein Kabel zum PC führt. Und ja, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ist die AY90 genauso wie auch das MFY Pro ausschließlich mit PC kompatibel. Auf der Rollachse erzeugt die AY90 bis zu 4,2 Newtonmeter Drehmoment. Auf der Pitch-Achse, also beim Ziehen und Drücken des Yokes, stehen bis zu 90 Newton zur Verfügung. Das entspricht grob der Gewichtskraft von rund 9 Kilogramm. An dieser Stelle ist wichtig zu verstehen, dass Force Feedback nicht einfach bedeutet, dass ein Yoke möglichst schwer zu bewegen sein muss. Die maximale Kraft ist nur ein Teil des Systems. Entscheidend ist vielmehr, was die Base mit dieser Kraft macht. Die AY90 kann beispielsweise aerodynamische Belastungen simulieren. Bei geringer Geschwindigkeit können sich die Steuerflächen leicht und weich anfühlen. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigen dagegen die Kräfte, die auf das Flugzeug und damit auch auf die Steuerung wirken. Ein klassisches Yoke mit Federzentrierung kann dieses Verhalten nur sehr eingeschränkt darstellen. Die Feder zieht schließlich immer nach demselben Prinzip zurück. Ein Force-Feedback-System kann die Kräfte dagegen abhängig vom Flugzustand, Geschwindigkeit und Situation verändern. Und genau dadurch entsteht ein völlig anderes Gefühl für das Flugzeug.
Die AY90 kann darüber hinaus Turbulenzen, Motorvibrationen, die Beschaffenheit der Start- und Landebahn, einen Strömungsabriss und sogar das Verhalten des Autopiloten wiedergeben. Auch kleine Details wie die Bewegung des Fahrwerks oder der Flaps werden spürbar. Besonders spannend ist hier auch die Trimmung. Man verändert die Kräfte auf der Steuerung. Ist das Flugzeug schlecht ausgetrimmt, müsst ihr das Yoke beispielsweise dauerhaft gegen eine Kraft halten. Mit der richtigen Trimmung wird diese Belastung geringer, bis ihr das Flugzeug mit deutlich weniger Kraft in der gewünschten Lage halten könnt. Genau hier macht ein Force-Feedback-System einen Kräfteunterschied, den ein klassisches Yoke schlicht nicht darstellen kann. Die AY90 bietet auf der Rollachse einen vollständigen Bewegungsbereich von 180 Grad. Das bedeutet 90 Grad nach links und 90 Grad nach rechts. Auf der Pitch-Achse stehen 95 mm Weg zur Verfügung. Die Position wird über einen magnetischen 15-Bit-Encoder erfasst. Rein rechnerisch ermöglicht das 32.768 Abstufungen des Positionssignals. In der Praxis ist aber natürlich nicht die möglichst große Zahl im Datenblatt entscheidend. Wichtig ist, wie fein sich kleine Korrekturen durchführen lassen. Beispielsweise im Endanflug möchte niemand mit groben Bewegungen kämpfen. Dort geht es oft nur um minimale Korrekturen und genau in diesem Bereich muss eine gute Steuerung präzise und gleichmäßig arbeiten. Auch die Neutralstellung spielt bei einem Force-Feedback-System eine besondere Rolle. Denn im Gegensatz zu einer klassischen Feder ist die Mitte nicht einfach mechanisch fest vorgegeben. Die Base kann Kräfte und damit auch das Verhalten rund um die Neutralposition aktiv verändern. Die AY90 ist aber nicht nur ein Kasten mit 2 Motorachsen. Auf der Vorderseite befinden sich ein eigenes Bedienfeld mit mehreren frei belegbaren Elementen. Dazu gehören 4 VIP-Schalter, 2 Schieberegler und ein 5-Wege-Schalter. Das Design orientiert sich dabei an klassischen GA-Cockpits. Sämtliche Eingaben können über Moser Cockpit konfiguriert und mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden. Damit könnt ihr wichtige Dinge direkt an der Base unterbringen und müsst nicht wegen jedem Befehl zu anderer Hardware greifen. Hinzu kommt eine RGB-Beleuchtung mit bis zu 16,7 Millionen Farben. Und diese muss nicht einfach nur bunt leuchten. Auch Telemetriedaten können dargestellt werden. Je nach Konfiguration können beispielsweise Motordrehzahl, Schubhebelposition oder andere Simulatordaten über die Beleuchtung visualisiert werden. Ob man das im Alltag wirklich braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es zeigt, dass Moser die AY90 nicht einfach nur als Motorbasis versteht, sondern als Teil eines größeren Cockpit-Systems. Auf der Oberseite befinden sich außerdem Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliches Zubehör. Beispielsweise lässt sich so das neue und kürzlich auf meinem Kanal vorgestellte MGX 1000 platzieren. Aber auch andere Instrumente, Displays oder individuell angefertigte Halterungen aus dem 3D-Drucker sind möglich. Auch das ist für einen modularen Cockpitaufbau durchaus interessant. Das eigentliche Yoke wird dann über einen Quick Release mit der Base verbunden. Diese besteht aus einer Aluminiumlegierung und ermöglicht einen schnellen Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug. Gerade bei einem Force-Feedback-System ist diese Verbindung enorm wichtig, denn sobald zwischen Base und Yoke Spiel entsteht, wird aus einem fein simulierten Effekt sehr schnell ein Klappern oder ein unpräzises Gefühl. Die Verbindung muss deshalb auch unter höheren Kräften stabil bleiben. Und das Quick-Release-System eröffnet natürlich gleichzeitig die Möglichkeit, verschiedene Yokes an einer Base zu nutzen. Für ein Folgevideo ist ein Vergleich zwischen den beiden Force-Feedback-Basen AY90 und AY210 sowie zwischen den Yokes MFY Pro und dem Standard MFY geplant. Hier nun ein paar Soundeindrücke zur besseren Vorstellung der Haptik der AY90 Force Feedback Base und dem Yoke MFY Pro.
Das MFY Pro ist aus einem kohlefaserverstärkten Verbundwerkstoff gefertigt und wiegt 1,2 Kilogramm. Die Konstruktion verkraftet Steuerkräfte von bis zu 30 Kilogramm. Die Form orientiert sich klar an modernen Verkehrsflugzeugen. Das merkt man auch an der relativ breiten Bauform und der Anordnung der Bedienelemente. Moser möchte hier kein klassisches kleines GA-Yoke nachbauen, sondern vielmehr eine universelle und moderne Bedienlösung darstellen. Ein Punkt springt dabei natürlich sofort ins Auge: mitten im Yoke sitzt ein 4,3 Zoll großer Touchscreen. Das Display besitzt eine Auflösung von 480 x 800 Pixeln und kann verschiedene Informationen und Funktionen darstellen. Dazu gehören unter anderem PFD-Daten, Triebwerksinformationen, Checklisten, Timer, die Überwachung von Steuerachsen und verschiedene Software-Shortcuts. Und damit macht Moser das Yoke selbst zu einer zusätzlichen Bedienoberfläche. Ein sehr interessanter Ansatz, denn normalerweise sind die Fluginstrumente irgendwo auf dem Monitor, einem zusätzlichen Display oder einem externen Panel untergebracht. Beim MFY Pro befinden sich bestimmte Informationen dagegen direkt zwischen den Händen. Gerade Checklisten, Timer oder schnell erreichbare Funktionen können hier sinnvoll sein. Allerdings gibt es damit auch einen offensichtlichen Punkt: das Display ist Teil des Yokes und das Yoke bewegt sich. Bei Rollbewegungen dreht sich deshalb natürlich auch der Bildschirm mit als eine Folge des Konzepts. Moser weist bereits jetzt darauf hin, dass die Benutzeroberfläche und insbesondere die Anpassungsmöglichkeiten der Checklisten mit zukünftigen Firmware-Updates weiter verbessert und ergänzt werden. Neben dem Touchscreen verfügt die Hardware über insgesamt 26 programmierbare Signale. Dazu gehören 2 8-Wege-Head-Switches, 2 Hall-Effekt-Thumbsticks, 2 Bumper und 2 Trigger. Besonders interessant sind dabei die Thumbsticks und Trigger, denn diese können nicht nur als digitale Tasten verwendet werden. Über die Moser Cockpit App lassen sie sich auch als analoge Achsen konfigurieren. Das eröffnet einige ziemlich praktische Möglichkeiten. Die Trigger könnten beispielsweise für linke und rechte Bremsen genutzt werden. Denkbar wäre auch eine Seitenrudersteuerung für Nutzer, die keine separaten Pedale besitzen. Alternativ lassen sich natürlich klassische Funktionen wie Push-to-Talk oder andere Befehle darauf legen. Ähnlich flexibel sind die beiden Thumbsticks. Sie können beispielsweise für Kamera und Rundumsicht genutzt werden. Durch die Hall-Effekt-Sensoren erfolgt die Erfassung berührungslos. Dies vermeidet langfristigen Verschleiß, klassischen Sensordrift und gleichzeitig ermöglicht es eine präzise Steuerung. Gerade bei einem Yoke finde ich solche zusätzlichen Achsen grundsätzlich sinnvoll, denn beim Fliegen fehlen oft genau diese kleinen Eingabemöglichkeiten, die man von einem modernen Gamepad ganz selbstverständlich gewohnt ist. Eine Kamera bewegen, den Blick verschieben oder schnell durch bestimmte Funktionen navigieren. Dafür muss man nicht immer zusätzliche Hardware benötigen. Die zentrale Software für das komplette System ist Moser Cockpit. Dort können die Achsen, Tasten, Schalter, Trigger, Thumbsticks, Beleuchtung und natürlich die Force-Feedback-Effekte konfiguriert werden. Gerade beim Force-Feedback ist die Software ein entscheidender Bestandteil. Denn nicht jeder möchte dieselben Kräfte. Ein Kleinflugzeug soll sich anders anfühlen als ein Airliner. Und selbst beim gleichen Flugzeug kann ein Nutzer starke Effekte bevorzugen, während ein anderer lieber mit deutlich geringeren Kräften fliegt. Die maximale Leistung einer Base ist deshalb nie automatisch die Einstellung, mit der man tatsächlich dauerhaft fliegt. Viel wichtiger ist, ob sich die verschiedenen Effekte sinnvoll abstimmen lassen. Wie stark sollen Turbulenzen sein? Wie deutlich möchte ich Bodenunebenheiten wahrnehmen? Wie intensiv sollen Motorvibrationen übertragen werden und wie kräftig sollen aerodynamische Belastungen ausfallen? Alles Anpassungen, die darüber entscheiden, ob am Ende Force Feedback natürlich wirkt oder einfach nur ständig an den Armen zieht. Moser nennt als unterstützte Simulationen unter anderem den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024, X-Plane 11 und 12, DCS World und War Thunder. Für meinen Kanal steht natürlich vor allem der Microsoft Flight Simulator im Mittelpunkt und gerade dort ergibt ein Yoke-System natürlich besonders bei GA und klassischen Verkehrsflugzeugen Sinn. Innerhalb des Microsoft Flight Simulator 2024 werden beide Hardware-Komponenten, also sowohl die AY90 Force Feedback Base als auch das MFY Pro Yoke, sofort erkannt. Ein vordefiniertes Flugprofil gibt es bisher nicht und muss individuell erstellt werden.
Nach der erstmaligen Einrichtung bleibt dieses dauerhaft erhalten. Auch innerhalb der Moza Cockpit App kann man individuelle Einstellungen abspeichern, nicht nur je nach Simulation, sondern selbstverständlich auch pro Fluggerät. Und so sind der individuellen Gestaltung der Flugprofile keine Grenzen gesetzt. Aus meiner Sicht ist die Positionierung der AY90 Force Feedback Base ziemlich klar. Sie soll Force Feedback in ein kompakteres Format bringen. Sie ist mit 4,5 Kilogramm und ihren Abmessungen eher für normale Setups geeignet als für große und schwere Lösungen. Gleichzeitig sind 4,2 Newtonmeter und 90 Newton weit von einem einfachen Einsteiger-Yoke entfernt. Der interessante Punkt ist deshalb nicht die Frage, ob es noch stärkere Systeme gibt. Klar, die gibt es. Die hauseigene Moza AY210 Force Feedback Base zeigt das eindrucksvoll. Aber die entscheidende Frage ist, wie viel Kraft braucht man für ein überzeugendes Erlebnis eigentlich wirklich? Genau diese Frage werde ich stellen, wenn wir uns in einem separaten Video die AY90 und die deutlich größere und stärkere AY210 im Vergleich genauer ansehen. Und auch beim MFY Pro Yoke wird es spannend. Ist der Touchscreen tatsächlich die bessere Lösung oder bietet das normale MFY vielleicht an anderer Stelle Vorteile? Das Video wird kommen, allerdings bitte ich hier um etwas Geduld, denn ein vernünftiger Vergleich benötigt Zeit. Kommen wir somit zu einem ersten Zwischenfazit zur heute gezeigten neuen Hardware von Moza. Die Kombination aus der AY90 Force Feedback Base für einen Preis von 419 € und dem MFY Pro Yoke, welches preislich bei 309 € liegt, verfolgt einen ziemlich spannenden Ansatz. Die AY90 versucht, echtes Force Feedback in ein kompakteres und flexibleres System zu bringen, ohne daraus einfach nur ein klassisches Yoke mit stärkerer Rückstellfeder zu machen. Denn der eigentliche Mehrwert liegt in den veränderbaren Kräften, der Trimmung, den Turbulenzen und all den Informationen, die eine motorisierte Steuerung zusätzlich vermittelt. Das MFY Pro Yoke ergänzt dieses Konzept mit sehr vielen Bedienelementen und einem Touchscreen, der einen echten Mehrwert bringt. Für viele virtuelle Piloten bringt die kompakte AY90 bereits genug Force Feedback mit und ist eine sinnvolle Lösung. Es gibt jedoch von Moza auch, wie erwähnt, die stärkere AY210 Base und deshalb ist dieses Video hier erst der Anfang. Als nächstes tritt die AY90 gegen die AY210 an und gleichzeitig vergleichen wir das MFY Pro mit dem normalen MFY und kombinieren jeweils auch durch. Denn das Pro Yoke lässt sich beispielsweise auch problemlos mit der stärkeren AY210 Base betreiben. Wer sich bereits jetzt einen guten Eindruck zur AY210 Force Feedback Base und dem Standard MFY Yoke holen möchte, ich verlinke euch meine bisherigen Inhalte dazu unten in der Videobeschreibung und hier jetzt rechts oben. Wenn du dieses und weitere Videos hier nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Und falls dir dieser Inhalt hier gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Jetzt interessiert mich aber auch natürlich erstmal deine Meinung. Was hältst du von der Kombination aus AY90 und MFY Pro? Findest du den Touchscreen direkt im Yoke sinnvoll und wie wichtig wäre echtes Force Feedback für dein eigenes Setup? Schreibe mir dein Feedback sowie Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten gerne in die Kommentare hier unter dieses Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus. Bis Küsten, die Welt wird gezeigt. Der Sim macht's erlebbar, wohin man auch steigt. Startbahn im Nebel oder Sunset im Blick. Jeder Anflug ein Feeling, ein perfekter Klick. Ob Wolken im Sturm oder Nacht voller Licht. Der Simulator zeigt dir jedes Gesicht. Von Check-in bis Gate, jeder Ablauf präzise. Ein Flug wie im Echten.